Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Champions League Tag. Heute um 18 Uhr wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Real Madrid erfährt, gegen wen wir spielen müssen. Und heute in dem Video zeige ich euch natürlich, welcher Gegner ist in welchem Topf. Wie funktioniert die Auslosung? Welche Änderungen gibt es im Vergleich zum letzten Jahr? Denn die UEFA hat etwas geändert. Obwohl ich kein großer Fan bin von diesem neuen Format, gefällt mir die Änderung schon, also seid gespannt. Dann unterhalten wir uns über, glaube ich, das Dauerthema der letzten Tage, Dani Ceballos. Der Spieler, der gestern so gut wie bei Olympique Marseille war. Ja, dieses Blatt hat sich um 180 Grad gewendet. Dani Ceballos wechselt nicht zu Olympique Marseille. Was da los ist, darüber reden wir im Video. Und zu guter Letzt ein Thema, da vergeht mir das Lachen. Da habe ich keinerlei Verständnis für. Der nächste Rassismusskandal in der spanischen Liga rund um Vini Junior. Und das Schlimmste, der Schiedsrichter, derjenige, der ihn beschützen sollte, lässt ihn im Stich. Was ich damit meine, das erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video mit dem wohl mit Abstand wichtigsten Thema. Wir haben in den letzten Jahren schon viele rassistische Episoden rund um Vini Junior gesehen. Ich glaube, wir alle erinnern uns an das berühmte Spiel in Valencia, aber es gab genauso rassistische Episoden beim FC Barcelona, bei Atletico Madrid, bei Sevilla etc. pp. Aber ich finde, was gerade in Oviedo an diesem Wochenende passiert ist, hält der spanischen Medienwelt den Spiegel vors Gesicht. Vini Junior hat noch nie gegen Oviedo gespielt. Vini Junior wurde schon vor dem Anstoß, vor dem Stadion beleidigt. Auf der Bank wurde er beleidigt. Dann kam er auf den Platz, hat ein Tor geschossen und hören wir uns mal an, was die Fans von Oviedo gemacht haben. Ja, zunächst einmal möchte ich klarstellen, es waren natürlich nicht alle Fans, schlimmer wär's, aber einige, habt ihr selber gehört, haben die Affengeräusche gemacht. Und zunächst einmal jetzt mein Respekt an den Verein Oviedo. Die haben sofort über die Megafone und auch über die Kamera, über die Bildschirme etc. das Antirassismus-Protokoll der spanischen Liga eingeleitet. Also der Text stand da, der Megafon-Typ hat erklärt, dass das nichts im Spanischen, nichts in der Gesellschaft zu suchen hat etc. pp. Also der Verein Oviedo hat sich top benommen. Aber ich habe euch gerade gesagt, meiner Meinung nach hat diese Situation der Medienwelt in Spanien den Spiegel vors Gesicht gehalten. Denn man sieht die Macht der Medien. Ein Spieler, der mit Oviedo absolut nichts zu tun hat, wurde vorher schon beleidigt, weil diese Hasskampagne, die gegen Vini Junior gefahren wird seit einigen Jahren, nimmt Ausmaße an, die irgendwann gefährlich werden. Ich glaube, jeder von uns erlebt es selber, sobald man irgendeine Social-Media-Seite öffnet und es geht um Vini Junior, haben die immer 100 Kommentare, von denen 50 rassistisch sind und dann kriegen sie noch 300, 400 Likes. Es ist Mainstream geworden, Vini Junior zu beleidigen und die Leute schämen sich nicht einmal dafür. Ja, und das Schlimmste an allem, es wird so weitergehen, wenn die Autoritäten, die dagegen etwas tun müssen, nichts tun. Und in diesem Fall muss ich über De Burgos Bengoechea reden, der Schiedsrichter. Den Schiedsrichter, den ich am Montag noch in Schutz genommen habe. Viele von euch haben mir gesagt, Real Madrid hätte 2 klare Elfmeter kriegen müssen. Rüdiger wurde gehalten, Franco Mastantuono wurde ganz klar gehalten. Und ich habe mich hingestellt, obwohl dieser Schiedsrichter eine Vorgeschichte mit Madrid hat, und habe gesagt, nö, ich kann mit beiden Entscheidungen gut leben, dass der Schiri die Elfmeter nicht gepfiffen hat. Der hat auf der anderen Seite ja auch viel durchlaufen lassen. Ja, aber dieser Schiedsrichter hat im Protokoll des Spiels
das wohl mit Abstand gravierendste Ereignis des ganzen Abends nicht aufgenommen. Der hat nicht aufgeschrieben, dass Vini Junior rassistisch beleidigt wurde, dass Oviedo das Antirassismus-Protokoll aktiviert hat. Das müsste auf jeder Spielerakte, in so eine Spielakte schreibst du jeden Pups auf. Er hätte auch aufschreiben müssen, dass Vinicius Junior mit einer Flasche beschmissen wurde. Auch das hat er seltsamerweise übersehen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Schiedsrichter übersieht, dass über Megafon und auch über die Leinwände das Antirassismus-Protokoll aktiviert wurde. Und das bedeutet, die spanische Liga hat nichts in der Hand quasi, um dagegen zu agieren. De Burgos Bengoechea ist der Schiedsrichter, der sich vor dem Pokalfinale hingestellt hat, geweint hat, sein Sohn würde angeblich in der Schule Probleme kriegen etc. pp. Ich kann dir eins sagen, De Burgos Bengoechea. Es gibt ganz viele Kinder auf der ganzen Welt, die auch weinend in der Schule sind, wegen rassistischen Beleidigungen. Und ich wette, es gibt eine ganze Menge schwarze Madrid-Fans, die so etwas sehen und denen auch zum Weinen zumute ist. Also, Spanien hat ein Problem, die spanische Fußballszene hat ein Problem und das ganze Problem rührt von den Medien. Und solange sich da nichts ändert, bewegen wir uns meiner Meinung nach irgendwann auf eine Katastrophe hin. Dann ist es zu spät und dann ist das Geheule groß. Bin ich gespannt, wie ihr die Situation einschätzt. Lasst eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Ja, wie dem auch sei, jetzt versuche ich natürlich ein bisschen das Thema zu ändern. Kommen wir auf einen Spieler, der Real Madrid mehr oder weniger verlassen will. Dann doch nicht, hin und her. Dani Ceballos, der sich gestern so gut wie einig war mit Olympique Marseille. Es hieß sogar, der Spieler ist sich schon einig, die Vereine müssen sich noch einigen. Dann haben die Vereine sich geeinigt. Real Madrid und Marseille haben eine Lösung gefunden und ein Dani Ceballos hat kalte Füße bekommen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Hören wir uns die neuesten Informationen von Fabrizio Romano zusammen einmal an. Die Verhandlungen zwischen Olympique Marseille und Real Madrid über Dani Ceballos sind gescheitert. Eine Verhandlung, die zwischen den Vereinen schon ziemlich weit fortgeschritten war. Der Deal war noch nicht abgeschlossen, das Geschäft war noch nicht gemacht, aber der Transfer von Dani Ceballos zu Olympique Marseille war am Dienstag bereits auf einem sehr guten Weg. Dann geschah Folgendes: Der Spieler bat um mehr Zeit, um über seine Zukunft nachzudenken, um seine Zukunft zu entscheiden, um zu verstehen, was er in dieser neuen Saison machen möchte. Und Olympique Marseille wartete 12 Stunden, entschied sich dann aber, die Verhandlungen abzubrechen. Daher wird der Transfer von Dani Ceballos zu Olympique Marseille nicht zustande kommen. Eine Einigung, die kurz bevorstand, für eine Leihe mit Kaufverpflichtung über 15 Millionen Euro. Jetzt bleibt abzuwarten, was Dani Ceballos für seine Zukunft entscheiden wird, zwischen Real Madrid und anderen Optionen. Jetzt liegt es in den Händen des Spielers, aber sicher ist, dass er nicht zu Olympique Marseille wechseln wird. Ja, ihr habt es selber gehört. Ich habe, glaube ich, vorgestern noch gesagt, ich sage nicht, dass Dani Ceballos Real Madrid verlässt, weil ich schon gesehen habe, dass Spieler durch den Medizincheck fallen oder dass die Vereine sich nicht einigen. Aber jetzt habe ich auch was Neues dazu gelernt. Ein Spieler, der sich schon geeinigt hatte, die Vereine einigen sich und dann kriegt der Spieler kalte Füße. Wie es mit Dani Ceballos weitergeht, kann ich euch in diesem Augenblick nicht sagen. Was aus Spanien gesagt wird, was von Fabrizio Romano gesagt wird, ist, dass Betis Sevilla in diesen Poker nicht einsteigen wird, weil sie einfach nicht die Kohle dafür haben. Die Priorität von Betis Sevilla ist Antony. Die waren gestern auch schon wieder bei Manchester, um mit United über den Brasilianer zu reden. Das ist die Priorität. Ob ein Dani Ceballos bei Madrid bleibt, zu einer anderen Mannschaft wechselt etc. Sobald ich etwas Neues erfahre, seid ihr die Ersten, die davon hören. Ja, und jetzt, um auf andere Gedanken zu kommen, schauen wir uns das Training von Real Madrid von gestern zusammen einmal an. Begonnen um 11 Uhr morgens auf dem Rasen der Felder 1 und 2 dieser Stadt Real Madrid. Die ersten Takte des Trainings, Aktivierungsübungen, eine eher körperliche Arbeit, obwohl wir schon in diesen ersten Takte des Trainings auch Ballarbeit und Abschlüsse auf Kleinfeldtore gesehen haben. Die gleichen Tore, auf die unsere Spieler in einer neuen Übung zum Ballzirkulation, Ballbesitz und mit besonderem Augenmerk auf das Pressing abschlossen. An einem Morgen, an dem Camavinga, Endrick, Jude Bellingham und Ferland Mendy weiterhin an ihren Genesungsprozessen arbeiten. Wir haben auch Abschlussübungen in Wellen sowie einen eher taktisch geprägten Teil gesehen, in einer Trainingseinheit, die mit Fußball auf kleinem Raum endete, mit verschiedenen Spielen auf verkleinerten Feldern.
So bereiten sich unsere Spieler weiterhin auf den Besuch von Mallorca im Estadio Santiago Bernabéu am Samstag um 9:30 abends vor. 3. Spieltag der La Liga. Das letzte Spiel vor der Länderspielpause in der kommenden Woche. Ein Training, bei dem wir gesehen haben, dass Xabi Alonso auf alle seine Spieler zählen konnte. Mit Ausnahme der 4, die, wie bereits erwähnt, weiterhin an ihrem Genesungsprozess arbeiten. Ja, das war die Übertragung von Real Madrid TV. Die Frau hat erklärt, was da so passiert ist. Fand ich auch ganz interessant. Deshalb habe ich das für euch mal übersetzt. Könnt ihr in den Kommentaren lassen, ob ihr das in Zukunft weiter so wollt oder nicht. Ja, aber jetzt kommen wir zum Hauptthema. Heute 18 Uhr in Monaco. Ich werde leider keinen Live-Watch-Along schaffen. Wird die Gruppenphase der diesjährigen Champions League ausgelost. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von dem neuen Format, weil ich das Format für unfair halte. Ich finde, dass man gegen eine Mannschaft immer zu Hause und auswärts spielen sollte, damit man die Ergebnisse mehr oder weniger ausgleichen kann. Ich finde es auch seltsam, dass du manchmal dass es gar nicht von dir abhängt, welchen Tabellenplatz du am Ende bestimmst, weil am Ende ist es auf einmal entscheidend, wenn Brügge gegen Ajax Amsterdam spielt, wer da gewinnt, je nachdem, welchen Platz du hast. Ich finde, man sollte sein eigenes Schicksal selber in der Hand halten. Aber wie dem auch sei, heute ist die Auslosung. Und das Erste, was ich euch einblende, sind die Lostöpfe. Also, ihr könnt da anhand der Wappen erkennen, welche Mannschaft in welchem Topf ist. Für uns Madridistas, wir sind in Topf Nummer 1, sind sogar die Mannschaft mit dem höchsten Koeffizienten. Also, wir sind die Ersten unter den Ersten. Ja, wie läuft jetzt diese Auslosung ab? Ganz einfach. Heute Abend um 18 Uhr wird eine Mannschaft gezogen und dann den Rest erledigt der Computer. Aber worauf muss der Computer achten? Real Madrid wird gegen jeden Topf 2 Gegner erhalten. Madrid wird 2 Gegner aus dem Topf 1 erhalten, 2 aus Topf 2, Topf 3 und Topf 4. Was ist wichtig? Real Madrid kann in der Gruppenphase nicht auf Spanier treffen. Barcelona, Atletico Madrid etc., Athletic Bilbao, gegen die wird Real Madrid erst einmal nicht spielen in der Gruppenphase. Und ein zweiter wichtiger Punkt, du darfst nur gegen 2 Gegner aus dem gleichen Land spielen. Ich glaube, da ist die Premier League der wahrscheinlichste aller Gegner, weil von der Premier League sind nun mal 6 Mannschaften in der Champions League. Trotz alledem kann Real Madrid nur gegen 2 Mannschaften aus der Premier League spielen. Sollte Madrid zum Beispiel das Pech haben und auf Manchester City und auf Liverpool aus Topf 1 treffen, können sie aus Topf 2 nicht mehr auf Arsenal treffen, aus Topf 3 nicht mehr auf Tottenham etc. Das heißt, du kannst maximal 2 Gegner aus dem gleichen Land kriegen. Das gilt übrigens natürlich für alle Mannschaften. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit im Vergleich zum letzten Jahr. Hören wir uns die Information zusammen einmal an. Und dass es 2 neue Hinweise in der diesjährigen Auslosung gibt. Es wiederholt sich. Die ersten 8 kommen direkt ins Achtelfinale und von Platz 9 bis 24 spielen sie ein Playoff. Aber dieses Jahr wird jeder, der in der Ligaphase vor seinem Gegner landet, das Rückspiel jeder K.O.-Runde zu Hause austragen. Vom Achtelfinale bis zu den Halbfinals. Und wenn es einem Team gelingt, einen Gegner auszuschalten, der in der Tabelle über ihm stand, übernimmt es sofort dessen Platz und behält ihn für den Rest der Runden. Damit soll die Leistung in der regulären Phase belohnt werden und die Vereine, die für eine Überraschung sorgen und ein Team ausschalten, das in der regulären Liga über ihnen stand, behalten den Heimvorteil, den dieses Team hatte. Ja, in diesem Jahr wird quasi die Gruppenphase mehr belohnt. Solltest du am Ende der Gruppenphase ganz oben Tabellenerster sein, würde das für dich bedeuten, du hast im Laufe der gesamten Rest Champions League Heimrecht. Heimrecht bedeutet, du darfst das Rückspiel immer zu Hause im Santiago Bernabéu spielen. Würde natürlich jede Mannschaft gerne haben. Sollte aber irgendeine Mannschaft jemanden besiegen, der vor denen in der Tabelle war, überholst du die quasi. Sagen wir mal, wie letztes Jahr Liverpool war Tabellenerster, Paris Saint-Germain war 17. irgendwie sowas, hat die direkt rausgeschmissen. Das würde dann bedeuten, Paris hätte für den Rest des Turniers immer Heimrecht, es sei denn, die werden wieder von einer unterklassigeren Mannschaft abgelöst. Also die Änderung finde ich tatsächlich ganz gut. Dadurch wird diese Ligaphase etwas wichtiger und wird etwas mehr belohnt. Ja, und jetzt kommen wir mal zu einer Auslosung,
Auslosung, die ich in meinem Kopf gemacht habe. Was wäre das absolute Horrorlos, auf das Real Madrid treffen könnte? Meiner Meinung nach wäre das, wenn Real Madrid aus Top 1 Liverpool bekommen würde und Paris Saint-Germain. Ich glaube, das sind zurzeit mit die stärksten Mannschaften der Welt. Das sind die Lose, wenn es geht, die Real Madrid vermeiden soll. Dann aus Top 2 habe ich Arsenal markiert. Gegen Arsenal sieht Madrid einfach in der Champions League gefühlt nie gut aus. Und dann musste ich mich entscheiden, nehme ich Juventus Turin, aber auch eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt kann zu Hause zum Beispiel sehr stark sein. Also ich habe mich im Endeffekt entschieden für Juve. Aus Top 3 habe ich einfach den SSC Neapel genommen, italienischer Meister, mit Kevin De Bruyne noch sich gut verstärkt, auch mit Miguel Gutierrez etc. Und ein Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam war zwar letzte Saison nicht gut, aber bei Ajax weiß man es nie. Auf einmal spawnt wieder eine neue Generation, wie vor ein paar Jahren, und dann spielen sie auf einmal wieder den besten Fußball Europas. Also habe ich mich für Ajax Amsterdam entschieden. Und aus Gruppe 4 habe ich genommen zum Beispiel AS Monaco. Die haben letztes Jahr zum Beispiel den großen FC Barcelona geschlagen, aber auch zum Beispiel Galatasaray Istanbul. Das sind Mannschaften, vor allem wenn du auswärts ran musst, in Istanbul, ist da eine Stimmung, die können theoretisch jeden schlagen. Die Bayern haben letztes Jahr das zur Kenntnis genommen, dass es sehr schwer ist, gegen Galatasaray zu spielen. Die haben sich noch einmal deutlich verstärkt und ich glaube, das sind Mannschaften, wo du vor allem auswärts nicht unbedingt spielen möchtest. Natürlich könnte man das Ganze auch ein bisschen ändern. Manchester City bin ich jetzt auch nicht heiß drauf. Aus der Gruppe 1 bin ich fast auf keinen Gegner heiß drauf. Aber das sind so meine Horrorlose, wo ich denke, diese Auslosung wäre das Horrorszenario für Real Madrid. Auf der anderen Seite ist das hier eine Auslosung, mit der ich schlafen könnte. Also trotz alledem sind das Gegner. Du musst jeden Gegner ernst nehmen. Also nicht, dass das hier irgendeiner als Beleidigung versteht. Aber wenn ich in Gruppe 1 schaue und meine Auswahl ist Bayern, Barcelona, City, Chelsea etc., dann würde ich etwas den BVB und Inter Mailand bevorzugen als Gegner aus Top 1. Trotz alledem werden das keine leichten Siege. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Aus Gruppe 2 habe ich mir ausgesucht Brügge und Bayer Leverkusen. Ich bin kein großer Erik ten Hag-Fan. Leverkusen ist nicht gut gestartet, hat die ganze Mannschaft mehr oder weniger verloren. Also Leverkusen ist, glaube ich, das schwächste Glied mit Brügge aus Top 2. Top 3 habe ich mich entschieden für Olympiakos Piräus und für Bodo Glimt. Ich glaube, das ist so ein bisschen selbsterklärend. Auch trotzdem musst du die respektieren, aber ich glaube, da hat Madrid die größten Chancen. Und aus Top 4 habe ich mich entschieden für Paphos und Kairat. Kairat, eine Mannschaft aus Kasachstan, die sich zum ersten Mal qualifiziert hat, und auch Paidos sind, glaube ich, Mannschaften, die Real Madrid sowohl zu Hause als auch auswärts locker schlagen sollte. Ja, damit ihr mal seht, was für ein Riesenunterschied diese Auslosung heute ausmachen kann. Auch für die Kraft, die du brauchst in den Runden etc. Also heute Abend entscheidet sich eine Menge über die Saison von Real Madrid. Jetzt bin ich gespannt. Welche wären deine Wunschgegner für Real Madrid und welchen Gegnern würdest du gerne aus dem Weg gehen? Lass deine Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, followen, nicht vergessen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns übermorgen. Morgen werde ich kein Video schaffen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Hola,